Als Dor das Flammenmeer erblickte, das um den Planeten wogte, ihn einzuhüllen schien wie ein blutgetränktes Gewand, packte ihn blankes Entsetzen. Jäh taumelte er zurück in die Kälte des Raumes und er wurde starr vor Angst. Und für einen schrecklichen Moment sah es so aus, als würde sein Wille der Furcht weichen, der Furcht kläglich zu versagen, der Furcht vor einer Konfrontation, die er vielleicht nicht überleben würde. Doch dann schloss er die Augen, umfasste sein Schwert Ruach umso fester und durchbrach die feurige Glut. Qualmender Rauch benebelte seine Sinne, all seine Empfindungen wurden zu Asche verbrannt und Vergessen hüllte ihn ein, während er in rasender Geschwindigkeit gen Oberfläche stürzte. Die Atmosphäre zerschneidend wie ein verglühender Meteorit. Doch in meinem Geist erblicke ich die Gipfel der Erde, dachte Dor zuletzt, deren ewiges Eis wie Diamanten im Morgenlicht funkelt, und ich schaue die leuchtend grünen Täler, deren schweigende Wälder den Schmerz der Menschen umarmen. Diese eine Erinnerung gibt mir Kraft zum Leben, flüsterte er, bevor er in gnädiges Dunkel sank. Was ihr gerade gehört habt, ist kein biblisches Zitat. Es ist der Anfang eines Romans, aber nicht irgendeines. Dieser Text führt uns in eine Welt, die sich liest wie eine Vision, aber anfühlt wie eine Erinnerung. Eine Geschichte über Engel, Tunnel unter Jerusalem, geheime Militäroperationen, politische Schattenzonen, aber auch über eine Frau mit einer zerbrochenen Kindheit, einen gebrochenen Polizisten namens Dennis und über das, was wir nicht sehen können, aber spüren. Ich spreche heute mit dem Mann, der das geschrieben hat. Daniel Leon. Bürgerlich Daniel Müller. Und mit dem Mann, der dieser Geschichte seine Stimme gibt. Jörg Andreas Pasquay. Willkommen zur ersten Folge von Voice of Truth, hörbar gelesen, der Mann hinter dem Schleier. Daniel, du schreibst über Dinge, die klingen wie Visionen, als wären sie nicht ausgedacht, sondern geholt. Hast du das geschrieben oder hat es dich geschrieben? Ich würde sagen beides. Ich hatte schon recht früh, dazu komme ich später, eine klare, Ansage von Gott, den ich ganz gut hören kann, glaube ich zumindest, so etwas zu schreiben. Und als ich dann anfing später, kam sozusagen die Schreibkraft über mich und ich habe einfach geschrieben, wie als wenn es eingegeben worden wäre. Natürlich muss ich dann immer wieder innehalten und auch viel beten, und durch Gebet sind mir immer mehr Sachen gekommen, aber ich kann mich noch genau erinnern, die erste Stunde, 2 Stunden lag ich auf dem Boden und habe einfach wie verrückt handschriftlich, damals war das noch nicht so mit den Computern, die Dinge runtergeschrieben. Das waren dann 4 oder 5 Seiten und das war der Anfang vom Roman. Ich hatte einen Satz im Kopf, das war: Die Wüste war öde und leer, das dann später auch in dem Roman vorkommt, und so ungefähr war der Anfang. Aber was treibt einen Menschen dazu, so ein Buch zu schreiben? Wo kommt das genau her? Wo kam das aus dir raus? Wer hat dir, ich sage mal jetzt ganz plump, den Auftrag dazu gegeben? Also den Auftrag hatte ich ganz klar von Gott. Es war so, ich bin seit 30 Jahren Christ und kurz nach meiner Bekehrung, das war am 7.1.1997, hat Gott oder der Heilige Geist sehr klar zu mir gesprochen, ich werde Bücher schreiben, um seinen Namen zu verherrlichen. Und das war damals für mich, ich war in der Lebenskrise, damals für mich überhaupt völlig suspekt, und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Aber die Stimme war sehr klar, und ich habe dann erstmal jahrelang, über ein Jahrzehnt war da nichts, und ich hatte mir auch niemals zugetraut. Ich hätte mir zugetraut, ein Buch zu schreiben oder Bücher zu schreiben, und so kam das. Also jetzt war wirklich eine klare Direktive, und das hat Gott dann im Jahre 2003 ungefähr aktiviert, und dann habe ich angefangen mit meinem ersten Roman. Was war denn das erste Buch, das dich wirklich, angesprochen hat, was ja eventuell auch damit zu tun hatte? Natürlich, also das erste Buch ist natürlich, muss man als frommer Christ sagen, aber auch
wenn ich nicht fromm Als wäre. frommer Christ, das hört sich gut an. Auch wenn Du, ich es gibt so viele Christen auf der Welt. Was macht dich denn in dem Moment frommer als andere? Überhaupt nichts. Fromm macht mich schlicht und greifend der Herr. Also in der Bibel gibt's so dieses Wort an Abraham und Gott sagt, bleibe vor mir stehen und sei fromm. Und fromm ist hier nicht das, was wir unter fromm verstehen, Okay. dieses Getrickste, sondern fromm heißt so viel wie ganz und echt und vollständig. Okay, kommen wir zum Buch zurück. Ja, das Ja. musste ich gerade eben wissen. Ja, natürlich, ist wichtig. Aber es war das erste Buch, das dich wirklich verändert hat oder was wirklich in dein Leben gesprochen hat, dass hinter so ein Buch entstehen konnte. Also natürlich habe ich die Bibel verschlungen damals als junger Christ und habe da viel adaptiert, denke ich, auch von den Geschichten. Ich habe die Bibel sicherlich jetzt da 20 Mal schon durchgelesen und dann fängt es an, dir zu leben. Aber ganz früh als Kind war Annie Blyton zum Beispiel, eine Kinderbuchautorin, hat mich total fasziniert und eine britische. Und später kam dann noch Herr der Ringe, was mich auch sehr inspiriert hat, auch für dieses Werk. Herr der Ringe hat eine ähnlich epische Ausrichtung, würde ich sagen. Und viele Leute haben tatsächlich mein Buch dann mit Herr der Ringe auch verglichen und auch in den Rezensionen geschrieben. Das erinnert sich voll dran und das ist Intention gewesen, weil Tolkien war überzeugter Christ und hat versucht, geistliche Dinge zu beschreiben auf eine völlig unfromme Art, sage ich jetzt mal. Und auf eine Art, die Menschen anspricht, ohne sie sofort an Gott oder an Moral oder an solche Dinge denken zu lassen. Jetzt bist du ja von der Ausbildung her kein Theologe. Nein. Was bist du für ein Typ? Okay, ich bin Pädagoge von Beruf. Ich habe studiert in Rummelsberg in einer Fachakademie für Sozialpädagogik. Und ich bin aber nie der klassische Erzieher gewesen. Ich war immer in Richtung Gemeindepädagogik unterwegs. Mit verhaltensauffälligen Kindern, mit verhaltensauffälligen Jugendlichen habe ich gearbeitet und habe da immer wieder verschiedene Jobs gehabt. So war ich unterwegs, also eher sozial eingestellt. Genau, und soweit erstmal, würde ich sagen. Okay. Jetzt hat ja das Buch hier, das Buch Der Schleier hinter der Welt, oder wie heißt das genau? Hinter dem Schleier der Welt. Okay, danke. Ich wollte nur wissen, ob du das Buch auch wirklich kennst. Ich habe aufgepasst, mein Freund. Das ist gut. Aufgepasst. Ja, genau. Jetzt ist das ja aber natürlich ein Thema, da geht es ja sehr tief rein in, wir haben es ja zu Anfang gehört, in entsprechende Sachen wie halt Militäroperationen, politische Schattenzonen, Engel, Tunnel unter Jerusalem. Was verbindet dich so stark mit dem Thema Israel? Einiges. Also ich war früher in der Schule, das ist eine interessante Geschichte. In der Schule war ich ein Außenseiter, ich wurde gemobbt und war oft abseits und bin oft auch zu Unrecht wegen Dingen gemobbt worden oder angepisst worden. Und ich habe dann, als ich gläubig wurde, kam mir das Thema Israel und habe ich mich mit dem Land Israel beschäftigt und auch mit dem Antisemitismus, der halt durch alle Jahrhunderte sehr grassierend war. Und ich habe festgestellt, kein anderes Land der Welt wurde so verunglimpft und wird so verfolgt, wird so dämonisiert, wird so delegitimiert wie Israel. Und da war dann schon so eine natürliche Verbindung, weil das hat mich an meine eigene Geschichte erinnert. Man macht gute Dinge, man macht auch kluge Dinge, aber dann kommt Eifersucht, da kommt Neid, dann kommt auch Wut, weil man anders ist. So ungefähr kam das für mich, dann war diese seelische Ebene da. Und natürlich spricht die Bibel grundlegend über Israel. Jesus stammt aus Israel. Das ist eine zutiefst jüdische Geschichte. Die ganzen Propheten kommen aus Israel. In der Bibel steht, das Ende wird in Israel sein. Gott wird irgendwann in der Geschichte, ich weiß nicht wann, und damit beschäftige ich mich auch kaum, wird irgendwann in Israel wieder erscheinen. Und ich habe dieses Volk dann lieben gelernt. Ich war dann 3-mal in Israel und die Leute sind dort sehr herzlich, sehr angenehm und das Land ist wunderschön. Also im Norden hast du wirklich den Hermon 2800 Meter und im Süden die Wüste Negev, brüllend heiß, 50 Grad im Schatten und das ist einfach extrem faszinierend und sehe auch zu vergegenwärtigen, dass das die Gegend war, wo diese ganze Heilsgeschichte begonnen hat und wo die Geschichte Gottes mit den Menschen begonnen hat. Nicht in Deutschland, nicht in Australien, sondern in Israel, in diesem kleinen, umkämpften
Fleckchen Land, das kleiner ist als Hessen, aber trotzdem die gesamte Weltpolitik dominiert, was ein absolutes Rätsel ist und was niemand erklären kann. Du sagst gerade, die Welt dominiert, ne? Die komplette Weltpolitik. Mhm. Nochmal, die Frage genau dann, wie kam es dazu, wann wusstest du, ich muss da jetzt schreiben über dieses Thema? Wie hat sich das aufgebaut? Und da ist ja auch von Engeln die Rede und von einem ganz bestimmten Engel, der heißt Dor. Und das hat ja irgendwo auch einen Anfang genommen. Also was war das? Was hat da wirklich diesen Input gegeben? Außer, dass Gott dir das gesagt hat. Aber die Geschichte muss sich ja irgendwie aufgebaut haben. Also ich bin jemand, der nicht große Pläne macht. Das ist auch, wenn ich für andere Leute bete, wenn ich prophetisch höre. Ich mache keine großen Pläne. Es kommen Dinge zu mir, während ich Dinge tue und während ich schreibe, entwickelt sich doch die Geschichte. Ich bin nicht jemand, der lange vorausplant, sondern während ich schreibe, weiß ich oft selber nicht, wie es weitergeht. Da entwickelt sich die Geschichte. Aber den Dor zum Beispiel, den habe ich tatsächlich gesehen. Ich war ungefähr im Jahr 2000 in meiner Wohnung bei meinen Eltern und hatte eine schwierige Zeit, habe ich schon erwähnt. Und ich habe dann plötzlich einen schneeweißen Flügel gesehen, also einen strahlend weißen Flügel, der vom unteren Stockwerk bis in die oberste Ebene vom 3. Stock reichte. Das war nur ein Ausschnitt von einem Flügel. Und das war so ein mächtiges Bild für mich. Und ich wusste, ich habe im Geist gesehen, dahinter war eine Gestalt, aber ich habe sie nicht genau gesehen, aber ich habe diesen Engel so plastisch vor mir gesehen, ein strahlendes Weiß, wie ich es davor noch nie gesehen hatte. Und das hat mich total fasziniert. Und dann kamen so die ersten Bilder. Ja, ich muss irgendwie eine Geschichte schreiben, wo es um Gut und Böse geht, aber auch um einen Engel, um ein mächtiges Wesen, das niemand genau richtig greifen kann und das wirklich in die Geschichte der Welt eingreift. Das ist ja auch die Geschichte von Gott, der in die Welt eingreift, ja. Wir glauben ja, Jesus wurde Mensch und war Gott und hat in die Welt, in die ganz normale Geschichte der Welt eingegriffen. So ungefähr kam das dann. Ich wollte verbinden das Geistliche mit dem Natürlichen, was ich so als Kind und als Jugendlicher extrem oft erlebt habe. Ja, ich habe dämonische Mächte gesehen, ich habe mit dämonischen Mächten gekämpft, ich weiß, wie stark Angriffe sein können im Geistlichen. Jetzt hast du vorhin was gesagt, ein Wort, Prophetie. Für alle diejenigen, die uns zuhören und wissen nicht, was das ist, erklär kurz Prophetie. Prophetie ist ganz einfach. Wir glauben oder wir wissen als Christen, dass wir Gott hören können. Und dass Gott nicht nur ein theologisches Konstrukt ist, sondern eine ganz persönliche Person. Und dass er doch durch Geistwesen sozusagen, und die Bibel nennt es Engel, mit uns kommunizieren kann. Und je mehr wir Gott kennen, glaube ich, oder das ist meine eigene Lebensgeschichte, je mehr können wir den Willen Gottes verstehen. Und bei mir ist es so, Prophetie kommt in extrem klaren Gedanken zu mir. Das ist keine hörbare Stimme, sondern ich habe Gedanken, die völlig anders sind als das, was ich gerade denke. Und dann weiß ich oft, das ist von Gott, wenn so ein ganz glasklarer Gedanke, wie so ein Silberfaden in meinem Gehirn aufploppt, dann ist es ein Hinweis für mich mittlerweile, dass Gott zu mir redet. Und das habe ich dann immer mehr verfeinert, dieses Hören auf Gott. Man kann seine inneren Ohren immer mehr verfeinern, glaube ich, wie im Natürlichen auch. Und das ganz kurz ist Prophetie, würde ich sagen, ja. Das heißt mit dem Ziel, dass etwas in der Realität entsteht. Genau. Exakt. Also wir glauben ja, oder ich glaube, dass die Bibel, also dass Worte auch im Natürlichen, aber erst recht im geistigen Realitäten erschaffen können. Worte können erschaffen. Und in der Bibel heißt es ganz am Anfang, Gott sprach und es wurde. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und das Wort hat eine schöpferische Kraft. Und deswegen finde ich auch das Schreiben so faszinierend, weil das Schreiben sogar im natürlichen Bereich eine schöpferische Kraft hat. Und wie viel mehr dann, wenn wir an kosmische Wesen denken, die ungleich mächtiger sind als wir, wenn wir an Mächte denken, die Welten geschaffen haben. Und wie viel mehr wird da Schöpferkraft sichtbar? Als du das Buch geschrieben hast, es geht hier um Engel, es geht um Jerusalem, es geht um Tunnel unter Jerusalem, ja. Es geht um Protagonisten, wie halt Esther, wie den Dennis, Polizisten. Wir haben Engelwesen, habe ich gerade schon gesagt, aber es ist ja nicht nur der eine Engel, Dor, sondern es kommt ja noch was dazu und auch noch ein paar andere, die so Gegenspieler sind.
Wie haben sich diese Ideen in deinem Kopf aufgebaut? Ist das auch etwas, was dir gesagt worden ist, die sollst du verwenden, oder ist das da wohl deine schöpferische Freiheit? Nein, das ist meine schöpferische Freiheit. Also Gott ist niemals jemand, der einschränkt. Gott ist immer jemand, der in die Freiheit führt in allem. Und ich habe da volle Freiheit. Auch die Propheten, die Bibel oder Kirchenlehrer sagen, es gibt die Lehre von der Verbalinspiration. Die Leute hören von Gott, aber sie sind nur inspiriert, aber sie können sehr, sehr weit selber Dinge entscheiden und überlegen, wie sie es tun. Und in der Bibel gibt es ein Wort, der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Das heißt, wenn ich von Gott Dinge empfange, dann ist es völlig meine eigene Freiheit, wie und wann ich diese Dinge vermitteln kann. Und das spiegelt das Wesen Gottes wider, wie er mit uns umgeht, als jemand, der freisetzt und nicht als jemand, der kontrolliert oder beengt oder klein macht. Und diese Freiheit wollte ich auch vermitteln in diesem Buch. Diese Freiheit, die er uns lässt in allen Dingen. Ja. Wie bist du jetzt aber trotzdem auf die Tunnel auch in Jerusalem gekommen? Und wie bist du da sind Situationen drin mit Panzern, die verschwinden und keiner weiß ganz genau wie und so weiter. Da sind ja viele Sachen drin. Ist das eine Mischung aus Fiktion oder Realität? So wie ich das selber verstanden habe beim Lesen des Buches, sind da auch viele Sachen drin, die ganz einfach der Wahrheit entsprechen. Exakt. Also das ist natürlich ist immer Fiktion dabei, aber viele Dinge beruhen auf Wahrheiten. Zum Beispiel das mit den Panzern habe ich daraus, es gibt eine Dokumentationsserie, eine sehr erfolgreiche in den USA, gegen alle Widerstände heißt die, über die Entstehung Israels. Israel hat viele Kriege geführt, musste viele Kriege führen, das waren alles Verteidigungskriege, weil sie angegriffen worden sind, und da haben die Israelis sehr viele Wunder erlebt. Es ist schon allein ein Wunder, dass 1948 ein Volk mit keiner Armee, die hatten kein einziges Flugzeug, die hatten keinen einzigen Panzer, gegen 7 arabische Staaten, die sie angegriffen haben am Unabhängigkeitstag, gewinnen konnten. Also es gibt so viele Wunder in der Geschichte Israels in den Kriegen, und das hat mich immer fasziniert, weil ich habe auch so eine kriegerische Art, und das gefällt mir total. Und Israel ist eine Kriegsnation im besten Sinne des Wortes, würde ich sagen. Nicht im Angriff, sondern das wird in der Welt oft falsch verstanden, sondern eine Verteidigung, weil sie eben so oft angegriffen wurden und sie müssen sich verteidigen, um zu überleben. Und in dieser Serie war das zum Beispiel mit Feuersäulen, die plötzlich in der Wüste waren und die Armeen erschreckt haben. Die Araber haben gesagt, sie haben plötzlich eine Feuersäule gesehen und sind erschreckt davongerannt. Das waren ganze Bataillone. Oder sie haben Panzer gesehen und da waren gar keine Panzer. Oder ich kann mich erinnern, einige Soldaten, die mussten 1967 in Syrien über ein Minenfeld gehen, und das war extrem gefährlich, weil die Minen sehr dicht gesät waren. Das war Nacht und sie hatten Todesangst, also sie mussten darüber, und plötzlich kam ein extrem starker Sturm auf und hat die Zündköpfe der Minen weggeweht, sodass sie genau erkennen konnten, wo sie sind, und nicht mit Messern mühsam freikratzen mussten, was tödlich gewesen wäre. Und solche Sachen passierten am laufenden Band. Und da gibt es tatsächlich eine Dokumentation, das ist nichts Christliches, er ist kein Christ, der das macht. Und der hat das dokumentiert, das ist auch in den Nachrichten in Israel gesendet worden, auch weltweit damals. Und solche Sachen haben mich immer fasziniert, weil das sind Dinge, die oftmals totgeschwiegen werden oder verschwiegen werden, weil sie nicht ins aufgeklärte Weltbild passen. Aber die sind geschehen, und das hat mich extrem fasziniert. Und die Tunnel unter der Erde, die du angesprochen hast, es gibt, also ein Geologe hat mal gesagt, in Israel ist wie ein Schweizer Käse, der Untergrund von Jerusalem ist wie ein Schweizer Käse, das ist Karstgestein, das sind extrem viele Höhlen, natürliche Höhlen, aber auch künstliche Höhlen. In den Makkabäerkriegen wurden viele Tunnel gegraben von den Makkabäern damals, um zu fliehen. Es wurde eine Wasserleitung gegraben, 650 vor Christus von König Hiskia, das steht sogar in der Bibel drin. Ja, der Hiskia-Tunnel, ne? Genau, der Hiskia-Tunnel habe ich angeschaut, total faszinierend, wenn man da durchgehen kann, der von der Stadt innen nach außen reicht, also auch perfekt als Fluchttunnel genutzt werden kann. Es gab viele Tunnel, wo Tiere geschlachtet wurden, als Opfer damals im Tempel, und die Abflussrinne, die Tunnel, wo das Blut runtergeflossen ist, da kann man auch durchgehen. Es ist extrem faszinierend, die Unterwelt von Jerusalem, und viele säkulare Forscher, Wissenschaftler vermuten, oder eine wichtige These ist, dass die Bundeslade, die seit Tausenden von Jahren verschollen ist, seit 500 vor Christus, genau, dass diese Bundeslade von den Hohenpriestern damals, vor 70 nach Christus, wo der Tempel von den Römern zerstört wurde,
in diese Tunnel gebracht worden ist und versteckt worden sind. Und da spricht einiges dafür. Es gab eine Untersuchung von einem Menschen mit Infrarot, der hat das aufwendig untersucht und hat einen Gang entdeckt unter dem Tempelberg mit Infrarot, wo etwas versteckt war, ein großes Ding. Das Problem ist nur, man kann da unten nicht graben, weil das gehört der palästinensischen Behörde oder die hat die Oberhoheit und das würde quasi einen Krieg auslösen, wenn dort unten die Juden graben würden, die natürlich als die Todfeinde des Islam gelten. Und es gab ja schon immer wieder Unruhen. Die Intifada ist ausgebrochen, weil im Tempelberg Juden allein nur anwesend waren. Die dürfen ja gar nicht da anwesend sein in dem eigenen Land. Also schon schizophren. Und da gibt's einfach, da gibt's viele Geheimnisse. Und da habe ich einfach, die sicherlich entdeckt würden, wenn man graben dürfte. Und da habe ich das einfach weitergesponnen, weil mich das total fasziniert hat. Und das hat auch rein logisch gesehen, haben diese Thesen viel für sich. Denn wo sollte eine Bundeslade anders versteckt werden als in Jerusalem? Warum muss man sie weit wegbringen, wenn man unter Jerusalem extrem viele Möglichkeiten hat, die niemand kennt? Jetzt hast du ja in der Geschichte nochmal die Engel. Ich möchte gleich auch zu den anderen Protagonisten kommen. Aber du hast natürlich auch einen Gegenspieler. Ja, also ich sag mal, das Böse, was sich dort breit macht. Inwiefern hast du das dort miteinander verknüpft? Wann und warum? Also ich habe das Böse, ich fange mal so an, ich habe das Böse selber als Kind massiv erlebt. Ich war als 5-jähriger Junge oftmals allein in der Wohnung und dann wollte ich schlafen und hat Panikattacken bekommen und dann plötzlich war da eine laute Stimme in meinem Kopf, bete mich an, falle vor mir nieder, das war eine grausame Stimme, eine klare Stimme in meinem Kopf und diese Stimme war immer lauter und ich habe damals natürlich Gott nicht gekannt habe damals, ich wusste instinktiv, wenn ich dieser Stimme nachgebe, dann würde ich in eine Dunkelheit, eine geistliche und körperliche Dunkelheit versinken. Das wusste ich als Kind irgendwie. Das war ganz schrecklich, eine ganz schreckliche Erfahrung und ich habe da gerungen und ich habe dann das erste Mal in diesen Zeiten so diesen Frieden gespürt, weil Gott doch da war. Gott ist immer da, auch in der tiefsten Tiefe. Und obwohl ich nicht kannte, habe ich diesen Frieden gespürt. Und ich bin manchmal vor Erleichterung einfach weinend eingeschlafen, weil ich diesen Frieden gespürt habe. Und das hat sich dann später noch viele andere Dinge kamen dazu. Aber für mich war das Böse schon immer sehr existent. Nicht nur für mich, sondern für viele andere auch. Viele andere würden das dann als Epilepsie oder als Geisteskrankheit oder als Schizophrenie bezeichnen. Ich glaube, das sind oft nur Umschreibungen dessen, dass wirklich böse Mächte uns bedrohen, die real sind. Für mich war das extrem real. Und ich wusste, ich möchte eine Geschichte machen für das, was die Welt am meisten umtreibt. Und die Grundfrage dieser Welt ist, warum gibt es das Böse in der Welt? Und die Grundfrage ist der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, der Kampf zwischen Gut und Böse und Wahrheit und Lüge. Das sind Grundkämpfe, das sind Grundparadigmen, Grunderzählungen, Grundnarrative der Menschheit, wurden schon vor Hunderttausenden von Jahren erzählt, diese Geschichten, dass es etwas Böses gibt. Und daher wurden auch die ganzen Religionen erschaffen, um diesem Bösen zu entkommen, um die Götter gnädig zu stimmen, um das Böse fernzuhalten. Der Mensch wusste schon immer vom Bösen. Und leider wird es in unserer heutigen postmodernen Zeit gerne offiziell geleugnet, aber jeder weiß natürlich, dass es das gibt und dass dieses Böse auch von außen herantreten kann und den Menschen beeinflussen kann in seinem Handeln, in seinem Willen. Warum? Aber was hat das mit Israel zu tun? Was hat das jetzt mit Israel zu tun? Mit Israel hat es damit zu tun, Israel ist ein Hotspot. Israel ist ein Hotspot in diesem Kampf zwischen Gut und Böse, weil in Israel kam Gott auf die Erde. In Israel ist der geboren worden, ist der gestorben, den 2 Milliarden Menschen auf der Welt als Gott anbeten. Es hat allein schon eine politische Sprengkraft, aber auch die geistliche. Und Israel wird ja nicht umsonst angegriffen. Das, was ich erzählt habe von ganzen Kriegen, Israel hat 1948, 1967, 1973, 1956, immer wieder wurde es von Nationen angegriffen und sollte vernichtet werden. Dieser Hass, den wir im Holocaust sehen, der ist ja, auch wenn man das in natürlichen Augen sieht, die kann ja nicht aus der Luft entstanden sein. Also das ist so ein Hass, das ist so eine Wut. Jeder muss merken, dass da mehr dahinter steckt. Und
für mich ist das, was geschieht, gerade in Israel, gerade der Hass, Antisemitismus weltweit, eine absolut logische Tatsache, weil die Bibel sagt uns ganz klar, es gibt einen Gegenspieler gegen Israel, der will die Pläne Gottes mit Israel zerstören. Der will Israel zerstören, steht in Offenbarung, in dem Buch steht es ganz klar drin, dass eine Frau, die Israel symbolisiert, ein Kind gebärt und dieses Kind ist der Messias, der König, und dieser wird vom Drachen verfolgt, dieser Junge. Und der Junge muss in die Wüste fliehen und und der Drache versucht, die Frau zu ersäufen und mit einer Flut. Und für mich ist es eine Flut von Lügen, mit der das Kind ersäufen will. Das steht offiziell in jeder offiziellen Bibel drinnen und für mich sind diese Dinge so unendlich klar. Und ich frage mich manchmal, warum Menschen das nicht mehr begreifen können, nicht mehr sehen können. Und da will ich mit meinen Büchern einfach helfen, dass da dieser Schleier gelüftet wird. Ja. Welchen Schleier meinst du? Der Schleier von Lüge und Verblendung, der auf vielen Teilen der Welt liegt, Dinge und Wahrheiten zu sehen, die im Geistlichen sind, aber auch im Natürlichen. Das Thema Israel ist ja sehr hart umkämpft und da sind ja auch viele Gegner. Hast du manchmal Angst, über das Thema Israel so zu erzählen, so zu schreiben? Nein, ich hatte nie Angst. Mir wurde zwar immer wieder, ich wurde gewarnt von Leuten, von braven Mitchristen, die haben gesagt, das ist ganz gefährlich und so weiter. Und ich habe da nie was drauf gegeben. Ich wusste, Gott wird mich beschützen. Und was ich aber wusste, ist, dass dieses Thema polarisieren wird. Ich wusste immer, dieses Thema ist einfach tough. Und es wird Wut geben, es wird Hass geben. Ich bin auf Facebook sehr intensiv unterwegs und habe da auch schon eine große Followeranzahl. Und wenn ich über Israel schreibe, dann kommen Kommentare wie fahr doch zur Hölle du mit deiner Familie oder wo ich die Hamas-Videos gezeigt habe, die tatsächlich im Netz sind. Die werden ja von der arabischen Community komplett geleugnet, dass es das überhaupt gegeben hat. Und habe ich das gezeigt und hat einer geschrieben, ein Deutscher, Linker, ja, so ein schönes Video habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Also da, wo man sieht, wo Leute ermordet werden. Und das ist extrem krass und das ist ein Hass und eine Art von Dunkelheit, die für mich übernatürlich ist, die nicht normal ist. Und das wusste ich, dass solche Dinge kommen. Und aber ich habe das Empfinden, dass ich das trotzdem machen muss und auch machen möchte. Und Angst habe ich keine. Es ist nur sehr herausfordernd, definitiv. Jetzt hast du ja noch weitere Protagonisten mit dabei, also die Esther, den Dennis und auch den Polizisten. Was haben die damit zu tun? Also die Esther ist eine junge, traumatisierte Frau, die schon früh den Selbstmord ihres Vaters, der in den Selbstmord getrieben wurde, erleben musste und seitdem schwer traumatisiert ist. Und mich hat das Thema Traumata schon immer fasziniert, weil ich selber eine teilweise, würde ich sagen, traumatische Lebensgeschichte habe. Aber auch das bei vielen anderen sehe, für die ich bete, für denen ich helfe, denen ich auch als Pädagoge geholfen habe. Ich hatte viel im heilpädagogischen Bereich eben habe ich gearbeitet und viele Menschen gesehen, viele Jugendliche, die durch tiefe Traumata in ihrer Kindheit extrem im normalen Leben gebunden sind. Und die Wurzeln sind fast immer in der frühen Kindheit und in der Kindheit zu finden bei Traumata. Und das wollte ich einfach verarbeiten, dieses sehr umfassende Thema. Und ich wollte zeigen, wie sehr Gott, also die Macht der Liebe, fähig ist, diese Dinge zu heilen und wiederherzustellen. Das ist diese Ebene der Esther zum Beispiel. Ja. Und der Dennis? Der Dennis ist ein ganz besonderer. Der Dennis war auch ein... Was bist bitte? Das bist du. Das könnte ich theoretisch sein. Also ich könnte ich sein oder das, was ich mir gewünscht hätte, dass ich das vielleicht erlebe. Das, was man natürlich nicht erleben kann, kann man vielleicht als Autor erleben. Das ist so die schriftliche Freiheit von Autoren, finde ich. Und der Dennis er war ein völlig erfolgloser Journalist, also er hat nichts auf der Reihe bekommen. Erfolglosigkeit war ihm ins Gesicht geschrieben. Und der hat dann über einen Zufall hat er diese Esther kennengelernt und hat sich in sie verliebt. Und natürlich war Esther in dem Stand höchst traumatisiert in Nervenanstalten, die wollte sich umbringen, die war immer wieder in Krankenhäusern. Natürlich keine mögliche Ehefrau für ihn und da musste noch viel geschehen, bevor diese beiden innerlich beide wieder heil werden. Beide ihre Verletzungen hatten und beide heil werden, um
dann möglicherweise irgendwie zusammenzukommen, aber das wird nicht verraten. Es ist Nee, das wollen wir nicht verraten. Also das ist auch jetzt auch, jetzt ganz auch frei, ja. ne? Du musst jetzt Ja, still bin sein. ich schweige. Es hat ja nicht gereicht, dass du nur den Roman geschrieben hast, sondern du hast dir auch noch überlegt, den könnte man ja auch hören. Ja, also ein Thriller, ein Hörthriller. Jetzt haben wir natürlich auch den Mann dabei, der genau das in die Tat umgesetzt hat. Wie wir es ja ganz zu Anfang gehört haben, das war der liebe Jörg Andreas Pasquay. Und Jörg, als du den Text das erste Mal gelesen hast oder einmal andersrum, du erst mal davon gehört hast und als dann Daniel auf dich zugekommen ist, dich gefragt hat, so, sag mal, kannst du dir vorstellen, dass du das liest? Was war so dein erster Gedanke? Die Geschichte ist ganz anders. Oh nein. Die Geschichte war, Daniel und ich kennen uns jetzt seit 2012, glaube ich. Und 2013 habe ich sozusagen die erste Version von dem Buch, das jetzt Hinter dem Schleier der Welt heißt, gelesen. Damals hieß das noch Himmelskrieger. Und Daniel hat mir das in die Hand gegeben und hat gesagt, ich habe das gerade frisch veröffentlicht, ich brauche Rezensionen und lies das doch mal und dann schreib irgendwie was dazu. Und ich war mit meiner Familie in Urlaub im Schwarzwald und dachte so, ach ja, ein bisschen Urlaubslektüre nimmst du mit. Hatte eben dieses Buch dabei. Und der Plan war ursprünglich so, ach ja, ich lese jeden Tag mal so ein bisschen da rein, so ein halbes Kapitel und so. Und dann habe ich angefangen und diese ersten Zeilen von dem Prolog, den wir jetzt gerade am Anfang gehört haben mich direkt so gefesselt, dass ich an dem Vormittag dieses Tages, das weiß ich noch wie heute, zu meiner Frau und meiner Tochter gesagt habe, macht ihr heute mal was alleine? Ich lese dieses Buch. Gute Entscheidung. Und mutig. mutig. Es hat mich wirklich zutiefst gefesselt und ich habe die nächsten 12 Stunden damit verbracht, fast ohne Pause. Ich habe ein bisschen was gegessen und getrunken, aber fast ohne Pause dieses Buch, wie man so schön sagt, verschlungen. Und die Charaktere haben mich total gefangen genommen. Ich habe mich an ganz vielen Stellen wiedergefunden, natürlich auf völlig anderen Ebenen als unser lieber Daniel. Habe mich erinnert an Engelsbegegnungen, die ich tatsächlich auch hatte. Und jetzt viele Jahre später, Daniel, hilf mir, 2022, glaube ich, ja, so ungefähr, genau. Mitten in den Endzügen von Corona hatte ich so diesen Eindruck, wir haben ja gerade schon von Gottes Stimme hören gesprochen, ich hatte so diesen inneren Drang, auf Daniel zuzugehen und zu sagen, ich würde das gerne als Hörbuch einsprechen. Wow. Und beziehungsweise, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe einen ganz krassen irgendwie Donnerstimme vom Himmel gehört, du musst das machen. Aber wie so eine Einladung von Gott, so, hey, da ist was dran, was mir am Herzen liegt, bist du bereit, damit reinzugehen? Und ich habe sofort Ja gesagt und so ging das los. Wie bereitest du dich auf so ein komplexes Werk vor, wenn du das vorher gelesen hast? Da baut sich doch mit Sicherheit auch in dir was auf. Emotionen auf der einen Seite, auf der anderen Seite Bilder, wie du Charaktere sprechen wirst. Wie hast du das gemacht? Tatsächlich bin ich, also unter uns Sprechern heißt das Prima Vista. Ja. Kennst du ja. Ich habe mir lange überlegt, lese ich das Ding jetzt nochmal von vorne bis hinten durch und lege mir irgendwelche Charaktere und Stimmen fest und so weiter, oder lasse ich es fließen? Und also man muss dazu sagen, in der Produktion dieses Hörbuches gab es so viele Macken und Widrigkeiten und Widerstände. Das hatte ich bei keinem anderen Hörbuch, was ich bisher gesprochen habe. Aber das nur am Rande. Ich bin jedenfalls dann dran gegangen und habe gesagt, nee, ich lasse das mal laufen. Ja, ich entwickle die Charaktere on the fly
Und so kam es dann auch, dass zum Beispiel eine Person, ein Charakter in der ganzen Geschichte, der Gas heißt, bei mir erstmal als Gus lief und ich dann nochmal korrigieren musste und unter anderem auch ihm nochmal eine andere Stimme gegeben habe, wenn er denn aufgetreten ist. Also wie gesagt, keine lange Vorbereitung, einfach laufen lassen und dann eben sich auf Korrekturen einlassen. Wie bei mir auch. Aber so gab es ungefähr. in dem Moment, wo du gelesen hast, auch Momente, wo du gesagt hast, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet? Ich meine, du hast es ja schon vorgelesen, vorher einmal. Aber wo du halt, als du es gelesen hast, dann ist das ja nochmal was anderes. Ja, das Werk fängt ja ganz anders an zu lesen. Hat es da irgendwas gegeben, wo du gedacht hast, das hat mich weggehauen? Da müsste ich jetzt spoilern. Ich glaube, das mache ich nicht. Also es gibt es gibt eine Szene, an die ich mich beim Lesen erinnere, mit der ich gerungen habe, wie betone ich das jetzt und was mache ich damit? Also wie gestalte ich den Text sozusagen als Vorlesender, als Sprecher? Und zwar fliegt Dor mit einem verwundeten Menschen an seiner Brust durch den unsichtbaren Raum, durchs All, durch verschiedene Dimensionen und hat dabei so viele Emotionen bei sich, dass ich streckenweise dachte, was ist dieser Dor eigentlich? Ist das jetzt ein Mensch? Ist das ein Engel? Wie viele Gefühle haben Engel eigentlich? Sind das nicht irgendwie ätherische Wesen, die so erhaben sind über menschliche Schicksale und Gefühle, dass die gar nichts davon mitkriegen? Beten die mechanisch an? Was ist denn der große Unterschied? Das hat mich ein bisschen, ich will nicht sagen verwirrt, aber zumindest beschäftigt. Ja, zu versuchen, dieses Wesen, diesen Dor zu beschreiben der ist unglaublich emotional. Und mein bisheriges Engelbild war eher so, wow, das sind halt taffe Krieger oder irgendwie, die stehen halt vor Gott und singen heilig, heilig und so, aber die sind nicht wirklich emotional beteiligt. Und dann eben das in dieser Beschreibung, die Daniel da geschaffen hat, so rüberzubringen, das war schon herausfordernd, aber auch ist aber auch eine Geschichte, wo ich mir jetzt, während ich dazu höre, wie du es erzählst, denke, okay, vielleicht hast du ja recht, dass die Engel tatsächlich so sind. Oder auf der anderen Seite, Daniel hat ja da jetzt eine Emotionalität reingebracht, die vielleicht eine Fiktion ist. Ich finde das echt schwierig. Wir wissen es nicht. Wir werden das irgendwann hoffentlich. Das sind die beiden Pole, die, denke ich, sich ergänzen. Wie oft musstest du mit Daniel Rücksprache halten? Ich habe das ganz, ganz wenig gemacht. Nicht musste Rücksprache halten, gar nicht. Es gab zwischendurch mal eine Frage, wie er gerne welchen Charakter, also wie er so seine Personen beschreibt oder sieht. Aber im Großen und Ganzen hatte ich total freie Hand. Also da gab es eigentlich kaum Rücksprachen zwischen Autor und Sprecher. Ja, ich habe ihm vertraut, ganz einfach. Mit Recht, absolut. Ja. Und ich muss auch nochmal zurück an den Anfang, was du vorhin sagtest. Die Produktion, die war ja wirklich umkämpft. Ich bin ein kleiner Teil dieser Produktion gewesen. Ich habe sie letztendlich gemastert, sodass sie in den Hörbuchverlag gehen konnte. Wir haben wirklich viele Schwierigkeiten gehabt. Immer und immer und immer wieder. Das muss man wirklich sagen. Und daraus ist dann trotzdem ein fantastisches Werk geworden. Daniel, was hat dich dabei überrascht, als du gehört hast, wie dein Text klingt? Was Jörg daraus gemacht hat? Also bei der Stimme von Jörg hat mich schon immer fasziniert und ich kenne ihn ja schon etwas länger. Auch er hat bei uns bei vielen Konferenzen übersetzt und gedolmetscht. Und diese Stimme hat immer diese männliche, epische Aura gehabt für mich, die für mich perfekt zu dieser Geschichte gepasst hat. Und deswegen war Jörg immer so mein Wunschkandidat. Und dann kam er eben, hat er ja gerade erzählt, auf mich zu. Das war dann wie so eine Gebetserhörung. Und jetzt da super bekommt es auch eine Stimme, dieser Roman. Und also ich finde, die Stimme passt einfach perfekt zu dieser epischen Landschaft oder Wirkung. Und also ich bin ganz Ist dann in dem Moment das Sprechen nicht auch so ein Stück Neuinterpretation dessen, was du gemacht hast? Das Werk verändert sich ja. Ne? Wenn ich lese,
Oder aber wenn ich es gesprochen höre wie ein Hörspiel oder sowas, ja, das ist ja schon etwas anders. Weil die Stimme interpretiert Absolut. ja Szenen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch das Gute. Und das ist diese schöpferische Ebene, die auch durch die Stimme, also Worte haben eine eigene schöpferische Ebene, geschriebene Worte, und auch der Klang der Stimme hat eine eigene schöpferische Kraft. Und das sind zwei verschiedene Aspekte von Wirklichkeit, durch die Dinge vermittelt werden. Und ich fand das extrem spannend, wie eine Stimme wirklich einige Sachen nuancieren kann, ja. Und auch das geht bis ins Atemgeräusch. Wir hatten eine leichte Diskussion darüber, wie stark die Atemgeräusche beim Sprechen sein dürfen. Und ich habe mich dann erinnert daran, dass der Mensch zum Beispiel geschaffen wurde, das sagt die Bibel, hat Gott den Atem des Lebens in ihn hineingehaucht. Und ich glaube, Atem hat immer etwas mit Leben zu tun, und das ist auch in vielen anderen Kulturen so. Und dieses Atmen, das schafft Atmosphäre, das schafft etwas. Und von daher habe ich dafür plädiert, dass auf jeden Fall Atemgeräusche sichtbar oder hörbar sein sollten. Und weil da viel transportiert wird, auch über Emotionen, über einfach die Art und Weise, wie man auf Dinge reagiert. Findet ihr beide, wenn ihr das Werk als es fertig war, hat sich das Werk von dir, Daniel, durch das Lesen verändert? Oder ist es das Gleiche geblieben? Es ist auf der einen Seite das Gleiche geblieben, aber es hat sich auch verändert. Und es sind immer diese zwei Ebenen. Das eine und sowohl als auch das andere, da gibt es keine Ausschlusskriterien. Genau, also ich denke, die Grundstruktur oder das Grundwerk ist das Gleiche, aber Jörg und seine Stimme haben ihm eine neue Gestalt gegeben, eine neue Akzentuierung, und das fand ich persönlich als Autor auch sehr spannend zu hören. Und viele haben das bestätigt, also viele, die sowohl das Buch gelesen haben, als auch das Hörbuch gehört haben das bestätigt, dass es nochmal ganz andere Aspekte hervorbringt und weckt. Und bei dir, Jörg? Du hast ja als erstes das Buch gelesen, den Himmelskrieger, das war ja die erste Version, dann kam ja Hinter dem Schleier der Welt. Hat sich für dich das Werk durch das Lesen verändert? In meiner Wahrnehmung ja. Also für mich war es nochmal eine andere Tiefe in dem Ganzen. Das nochmal, weißt du, du kennst das ja selber, du liest ein Buch still auf der Couch, liegend, sitzend, stumm vor dich hin, und das geht natürlich wesentlich schneller, als wenn man es laut liest. Und Betonungen zu setzen in den Text hinein und dann Charaktere auch stimmlich zum Leben zu erwecken, das macht natürlich was anderes nochmal aus dem ganzen Werk, logisch. Ja, und dann auch eben die ganze Geschichte in und um Israel. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, 2013, da wusste ich, dass es Israel gibt und wo in etwa es auf der Landkarte liegt, hatte aber keine persönliche Beziehung dazu. Also ja klar, es gibt so diese Tradition in manchen Christenkreisen, dass man eben mehr oder minder regelmäßig auch für Israel betet und für die Juden. Aber ich hatte keinen Bezug dazu in der Art. Und dann war ich zum ersten Mal 2018 und zum zweiten Mal 2022 in Israel. Und es ist, ich kann das immer noch nicht ganz beschreiben, was dieses Land und seine Menschen mit mir macht, nachdem ich jetzt da war. Und das hat nochmal das Buch natürlich auch verändert. Ich hatte Bilder vor meinem inneren Auge, wenn jetzt im Buch steht, was weiß ich, dass der Dennis in ein Hotel in Jerusalem eincheckt und ich weiß, wie das von außen und von innen aussieht. Oder wenn beschrieben wird, dass er eben in der Wüste ist und so, und ich war in dieser Wüste, und das macht nochmal was anderes, auch in der Interpretation. Das auf jeden Fall. Und was mich auch berührt hat beim Lesen, beim zweiten Lesen, beim Einsprechen, war eben diese
tiefe Verbundenheit, die ich mittlerweile zum Land und zu den Leuten, zu Israel und den Juden habe, dadurch, dass ich da war. Und es ist was Übernatürliches passiert in diesem Land selbst. Und ich kann mir das immer noch nicht erklären, wenn man auf dem Ölberg steht und runter auf die Stadt guckt. Das ist ein Anblick rein äußerlich nicht spektakulär, finde ich. Und dennoch ist in meinem Herzen was sagt, oh, Jerusalem, du bist so wunderschön. Und das ist so dieser Blick ich glaube von Jesus, den er auf diese Stadt und auch sein Volk hat. Und das hat auch nochmal was verändert in der ganzen Interpretation dieses Buches, wo es ja auch nicht zuletzt und in ganz großen Teilen um Israel geht und um die Juden. Ich würde jetzt zum Ende kommen, ja? Ja. Über alles das, was wir jetzt gerade gehört haben, zum Abschluss für die erste Folge, Daniel, was möchtest du dem Hörer jetzt mitgeben, dass er auf jeden Fall natürlich das Buch lesen oder hören möchte? Boah, eine schwierige Frage, aber sei offen für alles, was kommen könnte und sei auch offen dafür, dass dass der Nahostkonflikt vielleicht eine ganz andere Ebene haben könnte, als du dir jemals gedacht hast. Okay, und Jörg, was meinst du? Ich finde, die Faszination von diesem Thriller liegt darin, dass es eine Mischung aus sichtbarer und unsichtbarer Welt gibt und es sich lohnt, einfach, und wenn es nur ist, sich auf diese Spannung mal einzulassen, dass das vielleicht nicht nur Fiktion und das Gedankengut eines genialen Autors sein könnte, sondern dass da wirklich was dahinter ist. Ja, das wünsche ich mir auch. Das war Folge 1 von Hinter dem Schleier der Welt und vor allen Dingen der Mann oder die Männer hinter dem Schleier. Ja, heute ging's ganz einfach um den Mann oder die Männer hinter dem Text und die Stimme natürlich, die ihn trägt. Aber der Schleier ist noch nicht gefallen. In Folge 2 tauchen wir ein in das Buch selbst. Was ist das vergessene Buch in der Geschichte? Warum verbinden sich Engel, Traumata und Tunnel zu einer apokryphischen Erzählung? Und was hat eine Frau namens Esther mit all dem zu tun? Wir haben schon ein bisschen gehört, aber dann hören wir da tiefer rein. Und was passiert wirklich in diesem Buch? Was verbindet eine gebrochene Frau mit einem Engel? Was bedeuten Panzerfeuersäulen und ein vergessener Text? Wenn du wissen willst, was passiert, wenn Fiktion die Wirklichkeit erklärt, dann hör rein in Folge 2. Du willst nicht warten? Das Hörbuch zu Hinter dem Schleier der Welt gibt's überall dort, wo es Geschichten mit Tiefgang gibt. Das heißt, es wird überall auf allen Streamingdiensten sein und natürlich auch bei den Hörbuchverlagen. Gesprochen von Jörg Andreas Pasquay und den Link findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, sagt der Joe. Und der Jörg. Und der Daniel. Es war Nacht. Einsam wankte der Mann durch die regennassen, verlassenen Straßen eines östlichen Berliner Stadtteils. Niemand würde vermuten, dachte der silbern schimmernde Wächter, dass es sich um jemanden handelte, der den Lauf der Geschichte für immer verändern würde. Dennis Meyer ahnte nichts von diesen Überlegungen. Allein der Gedanke an eine Berufung oder Bestimmung machte ihn wütend. Dieses ganze Gewäsch war etwas für Weicheier, für Dummköpfe wie ihn, die die Wahrheit nicht ertrugen. Die Wahrheit war, dass keine Frau ihn liebte und dass er Zeit seines Lebens, Liebe und Kraft in Menschen investierte, die ihn betrogen hatten. Warum tust du mir das an? Brüllte er betrunken in die kalte Novembernacht. Wunderbar. Doch nur der nächtliche Wind schien seine Worte zu verstehen. Jörg, dass du das irgendwie schon mal selbst erlebt hast, weil so wie du gerade gebrüllt hast, hörte sich betrunken ganz gut an. Ist du blöde Kuh. Ich glaube, die grafische Verbindung ist durchaus vorhanden. Wie konnte ich mich nur von deiner Schönheit bezaubern lassen? Jetzt geht er Du hast mich betrogen, obwohl ich dir all meine Liebe gegeben habe. Jetzt hast du mich gefunden und du ekelst dich davor, was mich ist zu dir da durch den sehen. Kopf gegangen? Wunderbar, also das ist ein Geheimnis und das vielleicht werde ich es lüften, vielleicht auch nicht. Eine Welle von Übelkeit presste ihn zu Boden und er erbrach sich heftig. Also hier, Jörg, jetzt reicht's jetzt, das müssen nicht alle hören hier. Daniel, inwieweit ist das denn, weil du hast in der letzten Folge hast du ja erwähnt, dass Dennis Meyer durchaus auch du sein könnte. Könnte. Wie weit ist das denn? Könnte. Autobiografisch. Also ich habe
bis jetzt 3-mal richtig gekotzt, also nicht so ausufernd, wie du es jetzt dargestellt hast, aber es kam schon mal vor, und ich denke, jeder Mensch hat solche Tiefpunkte im Leben, oder viele Menschen verstecken das auch oft, und das war auch für mich so ein Anliegen. Deswegen habe ich das geschrieben, einfach um zu zeigen, Dennis Meyer ist ein Mensch wie du und ich, völlig fix und fertig, der manchmal extreme Tiefen hat, und solche Tiefen, wo er eigentlich dann auch dann tatsächlich auch an Suizid denkt, und die Gedanken kommen. Ja, solche Tiefen gibt's bei vielen Menschen, viel mehr als wir denken, und das wird oftmals totgeschwiegen, und das regt mich immer auf, sowas, wenn ich das höre, dass Dinge, so wie wir es gerade von Jörg gehört haben. genau, dann bringe ich darauf ein. Ja, Ich muss jetzt den Turnaround machen. Ja, genau. Was mich besonders berührt hat in dieser ganzen Geschichte, so sehr natürlich die Schauspielerei und das Besoffenspielen Spaß gemacht hat, war mitten in diesem Moment, wo Dennis Meyer total verzweifelt ist und wirklich dem Suizid nahe und einfach nur noch weg will und überhaupt alles anzweifelt, was das Leben jemals mit ihm Gutes gemacht hat auch, kommt dieser Dor, der kommt eigentlich gar nicht, der ist einfach nur im Hintergrund. Er ist da. Und es wird erwähnt, dass dieser Mann selbst überhaupt nichts davon ahnt, dass Dennis Meyer nichts davon ahnt, dass er berufen und auserwählt ist und dass sein Charakter geprüft wird, bis der Schmerz zu groß ist und er keinen Ausweg mehr sieht, und erst dann wird er bereit sein. Genau, ich glaube, so geht's vielen unter uns. Wir sind einfach, oftmals wissen wir gar nicht, was um uns herum geschieht, und sind in unserem eigenen Ding, und dabei sind Mächte am Werk, die viel größer sind als wir, und da ist eine Liebe im Universum, die wirklich alles trägt und alles fähig machen oder zu allem fähig ist, weit über unser Verstehen hinaus. Und dieses mächtige Geheimnis, das wollte ich einfach vermitteln, dass da jemand ist, über allem Schmerz und über aller Verzweiflung. Ja. Genau.